Lila und Lenny waren zwei unzertrennliche Freunde, die im tiefsten Teil des Waldes lebten. Der Wald war ihr Zuhause, und sie kannten jeden Winkel und jede versteckte Ecke. Lila war eine kleine, neugierige Fledermaus, die nachts durch den Himmel flog und die Sterne bewunderte. Lenny war ein schlauer Waschbär, der gerne Rätsel löste und die Geheimnisse des Waldes entschlüsselte. Eines sonnigen Morgens, als Lila und Lenny ihre Baumhöhle verließen, um durch den Wald zu streifen, bemerkten sie etwas Seltsames. Die Blätter der Bäume leuchteten in einem mysteriösen Glanz. Es war, als ob der Wald ein gut gehütetes Geheimnis verbarg. Neugierig wie immer beschlossen sie, dieser geheimnisvollen Erscheinung auf den Grund zu gehen. Sie folgten den glühenden Blättern, die sie tiefer und tiefer in den Wald führten. Der Wald schien lebendig zu sein, und die Bäume flüsterten leise Geheimnisse, als ob sie Lila und Lenny irgendwohin leiten wollten. Schließlich erreichten sie eine Lichtung, auf der ein Kreis aus leuchtenden Pilzen stand. In der Mitte dieses Pilzkreises befand sich ein uraltes Buch. Es war mit Moos überzogen und schien seit Ewigkeiten vergessen worden zu sein. Lila öffnete das Buch vorsichtig, und als sie die ersten Seiten durchblätterte, wurden sie von einem magischen Glanz erfüllt. Es war das Buch der Waldgeheimnisse, das die Geschichte des Waldes und seiner Bewohner erzählte. Die Geschichten in dem Buch waren faszinierend. Sie handelten von alten Bündnissen zwischen Tieren und Bäumen, von verschollenen Schätzen, die tief im Wald verborgen waren, und von geheimen Versammlungen der Tiere bei Vollmond. Lila und Lenny waren in die Welt der Legenden und Mythen des Waldes eingetaucht. Sie beschlossen, das Buch der Waldgeheimnisse zu ihrem kostbarsten Schatz zu machen und es sorgfältig zu bewahren. Aber sie teilten auch die Geschichten mit den anderen Tieren des Waldes, um das Wissen und die Magie des Waldes lebendig zu halten. Mit der Zeit wurden Lila und Lenny zu Hütern des Waldes, und sie schätzten die Vielfalt und Schönheit des Waldes mehr denn je. Sie halfen dem sprechenden Frosch, die Wasserquellen des Waldes zu schützen, und lernten, wie wichtig Wasser für das Leben war. Sie halfen dem weisen Uhu, die Geschichten des Waldes aufzuzeichnen und zu bewahren, damit sie von den kommenden Generationen gehört werden konnten. Eines Tages, als sie tief im Wald spazierten, trafen sie auf eine verirrte Eule. Die arme Eule schien sich verletzt zu haben und konnte nicht nach Hause fliegen. Lila und Lenny, immer hilfsbereit, brachten die Eule zu einem Eulenarzt im Wald, der sie gesund pflegte. Die Eule, die den Namen Nuna trug, war sehr dankbar und versprach, den beiden Freunden bei Bedarf zu helfen. Die Abenteuer hörten nicht auf. Lila und Lenny entdeckten einen geheimen Teich im Wald, der von glühenden Libellen bewohnt wurde. Diese Libellen hatten die Fähigkeit, Träume zu beeinflussen, und sie zeigten Lila und Lenny, wie sie ihre Träume nutzen konnten, um Antworten auf Fragen zu finden. Sie trafen auch auf einen alten, weisen Baum, der als Baum der Erinnerungen bekannt war. Dieser Baum hatte ein erstaunliches Gedächtnis und konnte Geschichten aus der fernen Vergangenheit erzählen. Lila und Lenny hörten gebannt zu, als der Baum von den Abenteuern vergangener Generationen berichtete. Die Zeit verging, und Lila und Lenny wurden zu echten Hütern des Waldes. Sie schätzten die Vielfalt und Schönheit des Waldes mehr denn je. Und wenn sie nachts am Lagerfeuer saßen und die leuchtenden Pilze betrachteten, fühlten sie die Magie des Waldes in all seinen Facetten. Sie wussten, dass der Wald immer neue Geheimnisse bereithielt, und sie freuten sich darauf, jedes einzelne davon zu entdecken. Eines Tages, als Lila und Lenny tief im Wald unterwegs waren, bemerkten sie ein seltsames Leuchten in der Nähe eines alten Baumes. Neugierig näherten sie sich dem Baum und fanden eine Tür, die in seinen Stamm eingelassen war. Sie konnten einfach nicht widerstehen und öffneten die Tür. Was sie dahinter entdeckten, übertraf all ihre Erwartungen. Es war ein Raum, der mit leuchtenden Kristallen gefüllt war, die den gesamten Raum erhellten. In der Mitte des Raumes lag eine riesige, verzauberte Karte des Waldes, auf der alle verborgenen Schätze und Geheimnisse markiert waren. Lila und Lenny waren überwältigt von dieser Entdeckung.
Sie verbrachten Stunden damit, die Karte zu studieren und sich die Geschichten und Legenden anzusehen, die sie enthüllte. Es gab Schätze, von denen sie noch nie gehört hatten, und Orte im Wald, die sie noch nie besucht hatten. Von diesem Tag an machten sich Lila und Lenny auf, um die Schätze des Waldes zu finden. Sie durchstreiften den Wald, folgten den Hinweisen auf der Karte und trafen auf andere Tiere des Waldes, die ihnen halfen. Gemeinsam überwanden sie Hindernisse und erlebten Abenteuer, die sie für immer in Erinnerung behalten würden. Eines der aufregendsten Abenteuer führte sie tief in eine Höhle, in der ein sagenhafter Edelstein verborgen war. Dieser Edelstein hatte die Kraft, den Wald zu schützen und seine Magie zu bewahren. Es war eine gefährliche Mission, aber Lila, Lenny und ihre Freunde wagten sich mutig in die Dunkelheit der Höhle und fanden den Edelstein. Mit dem Edelstein kehrten sie zurück und setzten ihn an seinen rechtmäßigen Platz im Wald. Sofort spürten sie, wie die Magie des Waldes wieder aufblühte. Die Bäume schienen höher zu ragen, die Blumen leuchteten intensiver und die Tiere sangen fröhlicher. Lila und Lenny hatten nicht nur die Schätze des Waldes gefunden, sondern auch seine Seele gerettet. Sie verstanden nun, dass der wahre Reichtum des Waldes in seiner Vielfalt und seiner Magie lag. Und während sie in der Stille des Waldes saßen und den sanften Wind in den Bäumen hörten, wussten sie, dass sie für immer Hüter dieses magischen Ortes sein würden. So endete die Geschichte von Lila und Lenny, den treuen Freunden des Waldes. Ihre Abenteuer hatten sie nicht nur mit Schätzen, sondern auch mit Weisheit und Liebe belohnt, die sie mit allen Tieren und Bäumen des Waldes teilten. Und wenn du tief in den Wald gehst und aufmerksam lauschst, kannst du vielleicht noch heute ihr fröhliches Lachen und ihre Geschichten im Wind hören. Ihre Abenteuer im Wald hörten nie auf. Lila und Lenny blieben immer auf der Suche nach neuen Geheimnissen und Geschichten. Sie halfen den jungen Tieren des Waldes, sich zurechtzufinden, und lehrten ihnen die Weisheiten, die sie im Laufe der Jahre gesammelt hatten. Eines Tages kamen sie an einen geheimnisvollen Teich, von dem die Tiere des Waldes erzählten, dass er Wünsche erfüllte. Lila und Lenny waren skeptisch, aber sie beschlossen, es auszuprobieren. Sie warfen einen glänzenden Stein in den Teich und wünschten sich, dass der Wald immer voller Leben und Freude blieb. Plötzlich begann das Wasser des Teiches zu leuchten und verwandelte sich in ein funkelndes Spektakel aus Farben. Ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit durchströmte Lila und Lenny, und sie wussten, dass ihr Wunsch erhört worden war. Mit dieser neuen Energie setzten sie ihre Abenteuer fort. Sie erkundeten Höhlen, kletterten auf hohe Berge und lernten von den alten Bäumen des Waldes. Sie hörten aufmerksam den Geschichten der Vögel zu, die von fernen Ländern erzählten, die sie nie besuchen würden. Und so verging die Zeit, und Lila und Lenny wurden zu Legenden im Wald. Die Tiere verehrten sie als Freunde und Beschützer, und die Bäume flüsterten ihre Geschichten in den Wind.